Hallo, mein lieber Krebs, und natürlich auch ein Hallo an alle anderen, die eingeschaltet haben. Lieber Krebs, wir schauen uns heute an, was steht zurzeit für dich bereit? Wie schauen die Energien aus? Was möchte sich dir zeigen? Lieber Krebs, denk daran, das ist eine allgemeine Legung, das heißt, nicht jede Botschaft wird wahrscheinlich für dich sein. Ist auch völlig in Ordnung. Nimm bitte nur das an, was zu dir gehört und biege bitte nichts zurecht. Lieber Krebs, falls du dich für das Thema Karma, Lebensaufgaben interessierst, folge mir gerne auf TikTok oder auf Instagram, wenn du magst. Ich werde dir das unten verlinken. Dort teile ich auch mein Wissen. Auf Instagram starte ich bald wieder mit den Impulse-Readings, wo ich alle 2 Wochen kostenlos Impulse-Readings gebe. Falls du davon profitieren möchtest, lass gerne ein Abo da, würde mich sehr darüber freuen. Ja, lieber Krebs, dann würde ich sagen, starten wir doch. Lieber Krebs, was ist zurzeit wichtig für dich zu wissen? Wo darfst du hinschauen? Lieber Krebs, haben wir noch einen Stopp? Schauen wir mal. Kommt hier noch ein Stopp? Ja, hier haben wir noch einen Stopp. Sehr gut. Wir haben Suche das Schöne und die Liebe zählt. Ja, lieber Krebs, wirklich Fokus auf Herzensthemen. Fokus auf, was macht dich wirklich, wirklich glücklich? Was bereichert dich? Was bereichert dich? Hier geht es nicht nur um das Thema Liebe, es geht auch vor allem um das Thema Herzensweg, auch im Beruf. Bist du dort, wo du arbeitest oder das, was du tust, erfüllt dich das, Hand aufs Herz? Oder erfüllt das einfach seinen Zweck, damit du Geld hast und Rechnungen zahlen kannst? Lebst du deine Passion? Bist du bereit, auch Liebe zu empfangen, wenn du das Thema Liebe hast? Dich zu öffnen? Die Karte möchte dich daran erinnern, dass es Zeit ist, dass du so ein bisschen mehr den Weg gehst oder auch den Fokus hältst in Dingen, die dich wirklich glücklich machen. Das heißt, dass du dich mit Menschen umgibst, die dich auch bereichern, die dir ein gutes Gefühl geben, dass du auch einen Beruf ausübst, der dich glücklich macht und nicht einfach nur eine Komfortzone bietet. Die Karte möchte dich auch daran erinnern, mehr dem Herzen zu folgen und nicht eben eine Komfortzone an eine Komfortzone zu klammern, weil Krebs im Schatten gelebt neigt dazu, ganz, ganz stark. Also die neigen manchmal dazu, dass sie in einem Beruf verharren, der gar nicht für sie ist, in einer Beziehung verharren, die sie gar nicht glücklich macht. Oder einfach an Freunden festhalten, die sie gar nicht bereichert oder unterstützen. Und hier geht es einfach wirklich, dass du dich mehr fokussierst auf die Dinge, die dir wichtig sind und nicht auf die Dinge, die dir nicht wichtig sind. Also wirklich den Fokus halten. Widmest du den Menschen, die du liebst, genügend Zeit? Oder widmest du eher dem Ärger die Zeit? So ein bisschen das. Ich hoffe, du weißt, was ich meine. Schauen wir mal, was ist denn dein Hauptthema, lieber Krebs? Dein Hauptthema, was dich so ein bisschen begleitet? Ass der Schwerter, oha. Ass der Schwerter, das Thema Kommunikation. Also es könnten wichtige, gefühlvolle Gespräche kommen. Vielleicht auch Gespräche, so ein bisschen das Herz ausschütten. Über was man wirklich empfindet, sprechen. Oder, was ich auch wahrnehme, es geht einfach um das Thema innere Wahrheit. Die innere Wahrheit finden und leben. Ass der Schwerter bringt dir die Möglichkeit, dass du klar siehst, dass du erkennst, was ist Sache. Wie so ein bisschen reinen Tisch machen. Wenn du die Chance annimmst. Viele nehmen es nicht an, ehrlich gesagt. Sie sagen, sie wollen es, aber sie nehmen es trotzdem nicht an.
Weil manchmal ist halt das, was man sieht, nicht das, was man möchte. Aber es ist immer zu deinem höchsten Wohl, weil das gehört zu deinem wahren Weg dazu. Und ich sehe hier ganz klar, vielleicht auch das Gefühl haben, festzustecken. Ich sehe auch ganz stark, dass einige eigentlich das Jahr ein bisschen anders starten wollten und sich ein bisschen, obwohl im Hinterkopf schon diese große Vision ist oder das große Ziel, ist ein Gefühl von Feststecken da, was du eigentlich nicht mehr wolltest. Also ich sehe, dass das Jahr nicht ganz so gestartet hat, wie du es eigentlich, wenn du ehrlich bist, wolltest. Aber ich sehe, dass du dich davon befreien kannst, weil Ass der Schwerter gibt dir die Chance. Schauen wir mal, Ass der Schwerter. Es kann auch das Thema Vorstellungsgespräch sein, Gespräche, auch ein innerer Dialog. Ja, hier sind ganz viele Konflikte, innere Konflikte. Ui. König der Kelche, Wasserenergie, deine Energie. Ganz viele Konflikte. Es kann auch sein, dass es auch um ein Wasserzeichen geht und dass jetzt die Zeit kommt für eine Aussprache oder einfach für Klarheit. Was ist Sache? Wie geht es weiter? Oder auch beruflich gesehen. Schauen wir mal, was ist denn die Herausforderung, lieber Krebs? Königin der Kelche. Oh. Ja, es ist noch sehr interessant, obwohl Krebs eine ganz starke Verbindung zum Mond hat und zum Intuitiven, erfahrungsgemäß leben es aber ganz viele nicht. Und ich habe mich schon ein paar Mal gefragt, warum leben ganz viele Menschen im Sternzeichen Krebs ihre Begabung nicht? Und ich glaube, das hat auch mit dem inneren Halt zu tun. Weil viele zweifeln an sich oder zweifeln an diese innere Stimme. Und ich sehe auch ganz stark, dass du diese innere Stimme, dieses Gefühl, wo es eigentlich hingeht, dass du das eigentlich hast, dass es da liegt. Aber es ist als Herausforderung liegt es da. Das heißt, du hast vielleicht Mühe, wie in deine Kraft zu kommen oder in deine Energie zu kommen oder darin zu vertrauen. Vertrauen in deine Fähigkeiten, Vertrauen in dein Gefühl. Ja, hier ist irgendein Gefühl und es scheint so, als könntest du wie nicht darauf zugreifen. Oder du hast Mühe, dich zu öffnen, auch liebestechnisch. Also falls du das Thema Liebe hast, kann es sein, dass eine Art Blockade da ist, um zu empfangen. Oder es kann auch gegenüber sein, ganz, ganz wichtig, kann auch gespiegelt sein. Königin der Kelche. Ja, die Energie des Feststeckens liegt bei dir extrem stark, lieber Krebs. Wie Feststecken. Aber ich habe das Gefühl, das kommt jetzt oder es kam, damit du dir wie nochmals Gedanken machst über dein Leben, damit du den Fokus neu hast. Damit du wie gezwungen wirst, dass du hinschaust. Weil es scheint so, als hättest du irgendwo nicht hingeschaut. Es kann sein, dass es auch um zwei Menschen geht, dass du wie dazwischen stehst oder wie zwischen etwas stehst. Muss nicht, kann. Was kommt sonst noch? Lieber Krebs, die Welt. Es könnte auch um das Thema Ausland gehen. Den Tod, ja, es geht ganz stark um Transformation. Ganz, ganz stark. Um Transformation, Wachstum, endlich in seine Größe kommen, losgehen und darauf vertrauen. Also ich sehe hier die Welt, König der Schwerter, Vier der Schwerter und die Herrscherin. Also die Welt, es scheint so, als hättest du, oder du merkst, es ist an der Zeit loszugehen, entweder dich auf eine Art Reise zu machen. Vielleicht geht es auch um das Thema eigene Größe, endlich wie in die eigene Größe kommen, was auch immer das heißt, entweder beruflich gesehen oder auch privat. Vielleicht könnte es auch um das Thema Reisen gehen, Ausland, die Sehnsucht nach dem Ausland, die Sehnsucht nach der Welt, vielleicht auch nach Freiheit, weil die Welt ist auch ein bisschen die Energie der Freiheit.
Und falls du das hast, ich weiß, es ist nicht so einfach also generell für niemanden einfach, aber für Sternzeichen Krebs eben im Schatten gelebt, ist der Krebs oft in einer Komfortzone und verharrt dort. Es ist wie auch zum Beispiel Sternzeichen Stier hat das auch, das Thema. Diese Komfortzone, dieses Festgefahrene und Mühe loszugehen, obwohl vielleicht das Herz sagt, hey, geh los, geh los, geh los. Und ich sehe, dass hier einige diesen Ruf fühlen, nicht alle natürlich, aber es geht darum, dass sich ein Kreislauf schließen möchte und du fühlst, dass es an der Zeit ist. Du fühlst, es ist jetzt Zeit wie für einen neuen Lebensabschnitt, aber es ist wie eine leichte Blockade da. Eventuell könnte es auch noch um ein Luftzeichen gehen, auch noch um ein Erdzeichen, muss aber nicht. Ich sehe, dass du dir sehr viele Gedanken machst und ich glaube, hier ist ein bisschen das Problem. Du bist zu sehr im Kopf, lieber Krebs. Zu sehr. Du versuchst, eine Antwort zu finden mit dem Zerdenken. Nicht nur zerdenken, sondern auch fühlen. Versuch wirklich, wenn du merkst, dass du Gedankenspiralen hast über ein Thema, leg es ein bisschen zur Seite. Und ich meine damit nicht, dass du es unter den Teppich kehrst, sondern dass du das wie ein bisschen atmen lässt, dass dein Kopf wieder etwas freier wird. Ich sehe aber, dass du das tust. Ich sehe hier eine Rückzugsenergie. Vielleicht merkst du, dass dich etwas erschöpft. Ich habe das Gefühl, diese Energie erschöpft dich etwas, weil es ist eine Art Ruf. Ich sehe, dass du dich zurückziehst. Kann auch sein, dass dein Gegenüber etwas Pause braucht und dass du Energie tankst. Rückzug, Gedanken ordnen, Geist klären, das ist sehr, sehr gut. Wenn du diesen Drang hast, dann tu es, aber nicht ablenken, nicht unter den Teppich kehren. Ganz, ganz wichtig. Weil wenn du dir wirklich erlaubst, in den Rückzug zu gehen und das mal zur Seite legst, sagst, gut, der Anfang vom neuen Jahr ist jetzt halt so, ich gebe mir Zeit und der richtige Moment wird sich zeigen, dann wird es sich hier zeigen, weil schau, du hast die Herrscherin, das ist sehr, sehr gut, das ist auch eine intuitive Karte, sehr eine intuitive und eine Energie vom Vertrauen. Hier wieder tiefes Vertrauen bekommen und es fühlt sich an wie einen Entschluss fassen. Ich sehe, dass du hier einen Entschluss fasst, sich was vornehmen und folge dem, weil das bekommt Wurzeln, sehe ich. Und nach Wurzeln kommen Früchte. Ja, es ist wie ein Urvertrauen, was du fühlst und einen Entschluss, der danach kommt. Und das ist genau deins, genau dieses Gefühl, diese innere Sicherheit. Es kommt richtig von innen, nicht nur vom Kopf oder emotional wie eine Welle, sondern es kommt wirklich von innen eine Art, es fühlt sich auch wie eine Säule an, so ein tiefes Urvertrauen fühlst du dann. Halte dieses Gefühl fest, weil das ist genau das Richtige. Es kann auch sein, dass es um eine Person geht und ja, dass du vielleicht auch Zeit brauchst, um darüber nachzudenken oder was das genau ist oder dein Gegenüber braucht Zeit, aber die Antwort wird sich zeigen. Und ich sehe, falls hier eine Person kommen sollte, ich weiß nicht, ob es eventuell eine Distanz da liegt oder Thema Ausland. Aber ich sehe, dass es mehr Potenzial hat, als du denkst. Viel mehr Potenzial, aber es ist wie, du machst dir schon übermäßig Sorgen, dass etwas vielleicht nicht klappt. Warum auch immer. Schauen wir mal die Welt. Krebs. Königin der Sterbe, ja, auch die Selbstständigkeit oder einfach die Verwirklichungskarte, sich verwirklichen, die eigene Größe kommen, das Leben leben, was man wirklich möchte. Aber hier ist ein bisschen die Bremse, das Verkopfte. Ja, du machst dir auch, du siehst Dinge, die nicht echt sind. Selbstsabotage pur, sich Dinge erzählen, die nicht stimmen, sich selbst anlügen, liegt ganz stark da. Sich was vormachen. Also hier musst du ganz, ganz ehrlich sein zu dir. Es
extrem wichtig. Kann auch sein, dass das auch dein Gegenüber ist, wo vielleicht Dinge sagt, die nicht aus dem Herzen kommen, irgendetwas schön redet oder schlecht redet und es gar nicht so ist. Darum gib Acht, was du sagst. Gib Acht, was du sagst. Ist das wirklich aus deinem Herzen oder ist das die Stimme der Angst? Schauen wir mal, warum König der Schwerter, nehmen wir noch eine. Ja, der Wagen steht auch für Reise, Umzug oder Vorwärtsgehen. Ich sehe hier eine Art, es ist noch interessante Energie. Es ist wie, du möchtest Gas geben, aber gleichzeitig ziehst du die Handbremse an. Und das verursacht eben diese Energie von, kann ich sagen, diese Blockade. Irgendwo ziehst du die Handbremse an, finde die Handbremse und löse sie. Vierter, kann auch sein, dass das dein Gegenüber ist, ganz, ganz wichtig. Und die Handbremse kommt nur, weil man Angst hat, eine Komfortzone zu verlassen. Vierter Schwerter. Ja, hier merkst du brauchst mehr Gleichgewicht, du merkst, das Thema innere Arbeit, hier holt dich deine innere Stimme zurück oder dein Gegenüber zieht sich zurück. Aber es ist gut so, es braucht diesen Rückzug. Nimm dir diese Zeit, hol deine Energie wieder zurück zu dir, finde das Gleichgewicht. Ich sehe auch, dass sich hier auch dir eine Lösung zeigt oder eine Art Mittelweg, mit dem du dich wie rantasten kannst, um diese Komfortzone zu verlassen. Die Herrscherin, warum die Herrscherin? Es könnte auch um das Thema Schwangerschaft, Kinderkriegen, Vaterschaft gehen, muss aber nicht. Aber ich sehe, dass eben dieses Urvertrauen, das gibt dir Kraft. Das ist genau dein Weg. Also vertraue auf dieses Urgefühl. Das ist es. Und das zeigt dir ganz klar die Richtung. Einfach vertrau darauf und geh das an. Ganz, ganz wichtig. Schauen wir mal, was ist denn der Rat? Krebs? Ja, Gedanken ordnen. Ich sehe hier ganz viel. Ganz, ganz, ganz viel. Viele Träume, viele Wünsche, aber es bleiben nur Träume und Wünsche. Ganz viel. Und ordne deine Gedanken, ordne deine Träume, ordne deine Wünsche, auch deine Tagträume und erkenne, was gehört wirklich zu dir und lebe es, weil hier ist auch die Karte des Erfolges. Wenn du es schaffst, dass Träume greifbar sind, nicht nur Träume, sondern dass es eine Vision wird, die du verfolgst. Was liegt im Schatten? Wo darfst du mehr den Fokus halten? Gib Acht, in welche Themen du deine Energie investierst, weil das, was du aussendest, säst du, das wirst du ernten. Frage dich auch, tust du was für deine Träume? Wenn du zum Beispiel den Drang hast, auszuwandern, tust du was dafür? Oder findest du nur Hindernisse? Wenn du den Drang hast, die große Liebe zu finden, tust du was dafür? Bist du offen dafür? Oder bleibst du nur daheim und wartest, dass jemand an die Tür klopft, salopp gesagt? Du weißt, was ich meine. Tust du was dafür? Suchst du einen Weg? Oder redest du dir ein, es gibt keinen? Hier auch Bube der Münzen im Schatten. Schau genau hin. Schau das große Ganze an. Nicht nur die Fassade anschauen, sondern hinter die Fassade blicken. Dort könnte ein Herzenswunsch verborgen sein oder eine Lösung. Genau hinschauen. Und nicht vorurteilen. Das nehme ich einfach ganz stark wahr. Ja, mein lieber Krebs, das waren die Karten. Ich wünsche dir alles Liebe und alles Gute und bis zum nächsten Mal. Ciao.